24.06.2023, zweites Jahr und Tag 120 im Ukraine-Krieg oder sollte ich eher sagen Tag 1 im russischen Bürgerkrieg. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Gestern gab es nach dem Lagebericht nochmal einen Stream, der aufgrund der Eilmeldung eines Putsches der Gruppe Wagner durchgeführt wurde. In dem Stream habe ich erklärt, wie es dazu kommen konnte und wieso alles auf einen Putsch hinweist. In den letzten 10 Stunden ist aber so viel passiert, dass es heute definitiv mindestens 2 Lageberichte werden. Den einen bekommen Sie jetzt und die anderen dann gegen Abend. Sehen wir uns einmal die Lage an. Nachdem Prigoschin zum Marsch der Gerechtigkeit aufgerufen hat und dabei die Strukturen des russischen Verteidigungsministeriums zerstören möchte, meldete sich General Surovikin, der auch unter dem Spitznamen Armageddon bekannt ist, in einem Video zu Wort. Er appelliert an die Kämpfer der Gruppe Wagner, dass sie es unterlassen sollen, da sie doch auf derselben Seite stehen würden. Beide haben zusammen gekämpft und beide teilen sich dasselbe Blut. Kurz darauf kamen unzählige Berichte über Kräfte der Gruppe Wagner hinein, die anscheinend in Rostov eingefallen sind. Hier fanden die ersten Gefechte auf russischen Kernern zwischen den Streitkräften der Russischen Föderation und denen der Söldnergruppe Wagner statt. Anscheinend haben sich zudem einige Soldaten der Südfront der Ukraine der Gruppe Wagner angeschlossen. Dann kam die Meldung, dass die Gruppe Wagner es geschafft hatte, das Gebäude des Verteidigungsministeriums in Rostov zu umstellen und alle weiteren Zugänge zu blockieren. Es dauerte dann nicht mehr lange, bis sie es schaffen konnten, das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks und das Gebäude des Innenministeriums in Rostov zu erobern. Nachdem dies passierte, übertrat auch Prigoschin die Grenze und schloss sich seinen Leuten an. Er befindet sich hier in der frisch eroberten Zentrale des südlichen Militärbezirks in Rostov. Er erklärt hierbei, dass er seit Beginn des Putsches kaum bis gar keinen Widerstand abbekommen habe. Weder hat die Nationalgarde angegriffen noch sonst wer. Wehrpflichtige haben ihre Waffen niedergelegt und die Anfahrt verlief ohne Probleme. Nur einige Soldaten der Luftwaffe sollen Probleme gemacht haben, welche aber schnell behoben wurden. Des Weiteren gab es auch viele Überläufer aus der russischen Armee zur Gruppe Wagner. Das kann man mit den Meldungen zusammenlegen, welche zeigen, dass russische Soldaten die Frontlinie oder das Gebiet hinter der Front verlassen und Richtung Rostov abrücken, um die Gruppe Wagner zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt kontrolliert die Gruppe Wagner Rostov und dessen Umgebung. Sie wollen so lange blockieren, bis die oberste Militärführung bereit ist, mit ihnen zu sprechen. Ansonsten würden sie weiter nach Moskau vorrücken. Fragen Sie sich, warum erst nach Rostov vorgerückt worden ist und nicht gleich nach Moskau? Die Antwort ist ganz einfach. In Rostov befindet sich das Militärkommando für den Krieg gegen die Ukraine und fast der gesamte Nachschub der russischen Armee erfolgt von dort. Mit der Übernahme hat er die Kontrolle über die Versorgung und kann diese als Druckmittel hernehmen, um seine Ziele zu erreichen. Er selbst sagt zwar, dass er die Leute weiterarbeiten lässt, jedoch fragt man sich da auch, wie lange. Sie sehen also, dass eine Menge passiert ist und das war noch nicht alles, es geht noch um einiges weiter. Jedoch, falls Sie neu dabei sind, würde ich mich über ein Abo freuen, dann bleiben Sie weiterhin immer informiert. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, an dem berichtet wird, dass mehrere Regimente und auch Brigaden desertieren und sich der Gruppe Wagner anschließen. Ein Regiment hat bis zu 3000 und eine Brigade bis zu 5000 Mann unter sich, damit Sie sich einmal diese Dimension vorstellen können. Und daran ist aber auch nichts verwerflich. Nehmen wir einmal das Beispiel der 155. Marine-Infanteriebrigade, welche ständig durch ein Minenfeld bei Wuhledar geschickt wurde und dabei mehrmals vernichtet wurde. Diese Leute werden sich mit Freuden gegen das Verteidigungsministerium stellen, damit dieses sinnlose Opfern ein Ende hat. Und so sieht es ja nicht nur hier aus, so sieht es an ganz vielen anderen Abschnitten aus. Die Soldaten sind unterversorgt, ihnen geht's nicht gut, sie werden schlecht behandelt. Und das alles scheint sich nun zu rächen, indem sie sich, oder große Teile von ihnen, sich gegen das Verteidigungsministerium stellen. Nun werden immer mehr Kolonnen in Richtung Moskau gemeldet. Zum Teil russische Streitkräfte, die die Regierungsgebäude in Moskau schützen wollen, und zum anderen aber auch Kolonnen der Gruppe Wagner, welche vorstoßen wollen. Sie denken, das war's schon? Weit gefehlt. Der Spaß geht nämlich noch weiter. Die Gruppe Wagner hat nun die Kontrolle über Woronesch und Lipezk übernommen. Diese Orte sind hier blau markiert. Die Oblasten sollen weitgehend bis ganz unter Kontrolle der Gruppe Wagner liegen und der Widerstand ist nicht gegeben. Tatsächlich werden immer mehr Teileinheiten gemeldet, welche die Seite wechseln. Selbst die Armee Süd soll laut Gruppe Wagner nicht mehr unter russischer Kontrolle stehen. Auch Igor Strelkov, den kennen wir ja, das war ja ein ehemaliger Oberst aus dem russischen Geheimdienst GRU, sagt, dass Woronesch unter der Kontrolle der Gruppe Wagner sei und es auch so gut wie gar keinen Widerstand gab.
Die Art, wie Prigoschin hier vorgeht, ist nicht willkürlich gewählt. Zuerst wurde ja Rostov erobert. Hier läuft fast 85% der gesamten russischen Logistik für den Krieg in der Ukraine zusammen. Nicht nur, dass die Gruppe Wagner die Stadt ohne Gewalt einnehmen konnte, die russische Militärführung musste ja auch vor ihren eigenen Leuten fliehen. Nun kommt also ein weiterer Vorstoß Richtung Moskau, als auch in den Süden Richtung Kertschbrücke. Die Brücke an sich soll unter Kontrolle der Gruppe Wagner sein, jedoch kann ich das an sich noch nicht bestätigen. Falls das aber wirklich so sein sollte, dann haben sie jeden Versorgungsweg in das Land bis auf die blau markierte Route oben links im Norden unter ihrer Kontrolle. Das ist natürlich zum Vorteil der Ukrainer, da diese nun gegen Soldaten ankämpfen, welche entweder schon desertiert sind oder nicht mehr versorgt werden. Jeder weitere Erfolg erhöht somit den Druck auf die russische Regierung und spielt der Gruppe Wagner in die Hände. Welche Möglichkeiten gibt es also für Russland? Ein Land, welches gerade so mit Mühen die ukrainische Offensive verlangsamen kann, wird nicht die Reserven übrig haben, diesen Bürgerkrieg oder Aufstand der Gruppe Wagner aufzuhalten, zumindest nicht militärisch. Sie sehen selber, dass die meisten Russen ihre Waffen niederlegen und sich sogar der Gruppe Wagner anschließen. Bisher wurden sie nicht aufgehalten, ganz im Gegenteil, die meisten kämpfen nicht einmal dagegen an. Russland müsste also noch Truppen aus der Ukraine abziehen und diese gegen die Gruppe Wagner einsetzen. Jedoch bedeutet das, dass die Ukraine diese Gebiete zurückerobern wird. Die Armee ist ähnlich wie 1917 im Krieg gegen Deutschland. Russlands Armee ist gebunden und steht kurz vor einer Niederlage, während Wagner im Hinterland herrscht. Das ist eine aussichtslose Situation, welche entweder das Zusammenbrechen der Führung oder der Armee mit sich bringt. Laut der Gruppe Wagner ist dies bereits bei der Armee Süd passiert, da sie nicht mehr unter russischer Kontrolle stehen sollte. Wenn Sie noch schneller an Informationen herankommen wollen, dann bitte ich Sie einfach, unserem Discord beizutreten. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ebenfalls bitte ich Sie natürlich unverbindlich um ein Abo zur Unterstützung des Kanals. Im Gegenzug dazu werden Sie natürlich immer schnell informiert. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.